ist im Namen des Herrn. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst hier in der Basilika Frauenkirchen willkommen heißen. Die Liturgie der Kirche feiert heute den Mittwoch der zweiten Osterwoche. Das heutige Evangelium spricht vom Wunder der Liebe. Und zwar von jener Liebe, die Gott dieser Welt und uns Menschen Mensch geworden, um uns Menschen zu befreien, zu erlösen. Im Originalton des Evangeliums klingt das so: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und für dieses Wunder der Liebe Gottes, sollen wir Menschen dankbar sein. Eine Form dieser Dankbarkeit ist die Eucharistie. Eucharistie heißt ja Danksagung. Sie verbindet uns mit unserem Schöpfer und mit unserem Erlöser. Liebe Schwestern und Brüder, treten wir gemeinsam ein in diese Danksagung, feiern wir miteinander jenen Gott, der uns gerettet und der uns erlöst hat. Und lassen wir uns jetzt im gemeinsamen Feiern seine Liebe schenken. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich. Denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld. Und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der gütige und barmherzige Herr. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in den österlichen Geheimnissen, die wir jedes Jahr feiern, hast du dem Menschen seine ursprüngliche Würde wiedergeschenkt und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass wir auferstehen werden. Gib, dass die Erlösung, die wir gläubig feiern, in täglichen Werken der Liebe an uns sichtbar wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen
erhob sich voll Eifersucht der Hohepriester, nämlich die Gruppe der Sadduzäer, verhaften und in das öffentliche Gefängnis. Ein Engel des Herrn aber öffnete nachts die Gefängnistore, führte sie heraus und sagte voll alle Worte dieses Lebens. Sie gehorchten und gingen bei Tagesanbruch in den Währenddessen kamen den Begleitern, sie riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Söhne Israels zusammen. Man schickte sie, um die Apostel vorführen zu können. Die Diener gingen, fanden sie aber nicht im Gefängnis. Sie kehrten zurück. Wir fanden das Gefängnis verschlossen und die Wachen vor den Toren stehen. Als wir aber öffneten, fanden wir niemanden. Der Tempelhauptmann und die Hohenpriester, als sie das hörten, wussten nicht, was nun werden sollte. Da kam jemand und meldete ihnen, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Tempelhauptmann mit seinen Leuten hin und holte sie. Nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten, gesteinigt zu werden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer nicht glaubt, wird gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so. Das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater im Himmel gekommen und hast uns sein Licht gebracht. Wir rufen zu dir. Erleuchte uns, die wir im Finstern gehen, und lass uns erkennen, welchen Sinn unser Leben hat. Wir bitten dich, Belehre uns, die wir so verwirrt sind, und offenbare uns neu deine Wahrheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Verwandle uns, die wir so festgefahren sind, und gestalte uns nach deinem Bild. Bekehre uns, die wir weit weg sind von dir, und führe uns zu einem lebendigen Glauben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Kranken und für alle, die in Quarantäne leben. Schenke ihnen die Gewissheit, dass du bei ihnen bist und sie führst und trägst. Wir bitten dich, erhöre uns. Führe unsere Verstorbenen zur Auferstehung und zum Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, du kennst uns, du kennst unsere Herzen, du weißt auch um unsere Schwächen. So bitten wir dich, bleibe an unserer Seite, begleite uns durch dieses unser Leben bis hin in deine Ewigkeit. Amen.
beten. Erhabener Gott, durch die Feier des heiligen Opfers gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen, sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Sei mit dir. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn, Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unseren Ignus, unseren Altbischof Paul und allen Bischöfen, unseren Priestern, Ordensleuten und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung,
dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns wieder gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Christus erwarten. Denn dein ist Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Leib und Seele gesund sind. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen und angenehmen Nachmittag. Bitten wir Gott, er möge uns mit seinem Segen, mit seinem Schutz begleiten. Und zuvor beten wir gemeinsam das Gebet in der Situation des Coronavirus. Gott Vater, Schöpfer der Welt, du bist allmächtig und dein Sohn zum Heil der Menschen an Leib und Seele die Welt gesandt. Schau auf deine Kinder, die in dieser schwierigen Zeit und der Welt sich an dich wenden und heile unsere Kranken, tröste ihre Familien, gib den Verantwortlichen in den Regierungen Weisheit, den Ärzten, Krankenschwestern und verlasse uns nicht im Moment der Prüfung, sondern erlöse uns von allem Bösen. Darum bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und herrschest bis in alle Ewigkeit. Amen. Und mit deinem Geiste. Es segne und begleite euch und eure Familien, allmächtige, gütige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja. Amen.